Zugeschaltet ist mir jetzt ein Mann, der sich mit großen Koalitionen auskennt. Und zwar der Ministerpräsident von Hessen, Boris Rhein, der dort gemeinsam mit der SPD regiert. Ich grüße Sie, Herr Rhein. Ja, guten Tag. Sie preisen Ihre Landespolitik als Vorbild für den Bund an. Machen Sie es mal ganz konkret. Was kann Friedrich Merz von Ihnen für die Sondierungsgespräche, aber auch die mögliche Koalitionsarbeit lernen? Also Friedrich Merz muss von mir natürlich nichts lernen. Ich glaube, der Wahlerfolg zeigt, dass Friedrich Merz da keine Ratschläge braucht. Aber ich kann nur sagen, dass Koalitionen mit Sozialdemokraten sehr erfolgreich sein können. Wir koalieren jetzt seit einem Jahr hier in einer Koalition mit Sozialdemokraten und wir haben in Hessen eine Renaissance der Realpolitik eingeleitet und lösen die Probleme, die den Bürgerinnen und Bürgern auf den Nägeln brennen. Beispielsweise bei der inneren Sicherheit, beispielsweise bei der Migration oder eben auch bei einer Politik für die Mitte der Gesellschaft mit der Einführung unseres Hessengeldes, mit dem wir den Eigentumserwerb für Bürgerinnen und Bürger erleichtern. Das geht alles mit Sozialdemokraten, aber die Voraussetzung von allem ist, auf Augenhöhe miteinander, mit Wertschätzung und mit Respekt miteinander umzugehen, auch wenn die Prozente so stark voneinander unterschiedlich sind, wie das eben derzeit auf Bundesebene, aber auch bei uns in Hessen ist. Das darf keine Rolle spielen. Am Ende muss sich jeder in so einer Koalition wiederfinden. Glauben Sie, das klappt im Bund genauso pragmatisch? Ja, da bin ich sehr sicher, dass das pragmatisch klappen wird. Die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich Friedrich Merz, der das mit sehr viel Stil, mit sehr viel Stabilität machen wird, anpacken und angehen wird. Und ich sage das auch sehr deutlich, das Signal, das von der Wahl von Lars Klingbeil ausgeht, ist ein gutes Signal. Der Lars Klingbeil ist ein sehr nüchterner, ein sehr realitätsnah und ein sehr konstruktiver Sozialdemokrat aus Niedersachsen. Ich glaube, dass das eine gute Partnerschaft werden kann, wenn man sie denn ja miteinander angehen will und sich auf sehr viele Sachthemen einigen will und jeder dem anderen auch die Bewegungsräume lässt, die er braucht. Und Bewegungsräume lassen bedeutet beispielsweise, Christdemokraten brauchen Erfolge bei der inneren Sicherheit, bei der Migrationspolitik, Sozialdemokraten brauchen sie bei der Arbeits- und bei der Sozialpolitik. Wenn man es schafft, sich darauf zu vereinbaren, dann kann das was Gutes werden. Und ich will das auch sehr deutlich sagen, wir sind ja beides Volksparteien. Und unser gemeinsamer Impetus muss jetzt sein, dieses Land vor Radikalen zu schützen. Und genau das tun Koalitionen von CDU und SPD, wenn sie die Probleme aus der Mitte heraus lösen, um wirklich ein Bollwerk der Demokratie gegen Radikale zu sein. Sie haben ihn gerade schon angesprochen. Lars Klingbeil, der baut seine Macht aus, übernimmt jetzt die Doppelfunktion als Partei- und Fraktionsvorsitzender und wird jetzt mit Friedrich Merz natürlich über eine neue Regierung verhandeln. Nun ist die SPD ihr einziger Verhandlungspartner. Sitzen die Sozialdemokraten da nicht jetzt am längeren Hebel und gelingt mit ihm an der Spitze die Wende in der Migrations- und Wirtschaftspolitik, die Sie ja den Wählern versprochen haben? Naja, man muss sich, glaube ich, von diesen Mustern trennen, dass der eine am längeren Hebel und der andere am kürzeren sitzt, sondern man muss eine gemeinsame Idee entwickeln. Man muss einen gemeinsamen Ansatz entwickeln, um dieses Land zu führen. Wir haben multiple Krisen. Wir haben eine Migrationskrise, eine Krise der inneren Sicherheit. Wir haben eine Wirtschaftskrise. Wir haben eine Gerechtigkeitskrise. Wir haben auch eine Stimmungskrise in Deutschland. Und wenn man eine gemeinsame Idee, eine gemeinsame Geschichte entwickelt, wirklich für die Mehrheit der Menschen in diesem Land Politik machen zu wollen, dann geht es nicht um lange und kurze Hebel, sondern dann geht es wirklich darum, Politik für Deutschland zu machen. Das kann eine Koalition für Deutschland werden, natürlich mit unterschiedlichen Kräfteverhältnissen. Die werden sich in einem Koalitionsvertrag niederschlagen müssen. Das bedeutet, die CDU hat fast 30%, die SPD hat eben rund 16%. Das ist ein Unterschied. Aber es geht auch darum, wie man miteinander umgeht. Und auch das will ich sagen, weil Sie das Thema Migration ansprechen. Wir haben ja auf der Ebene der Ministerpräsidenten in den Ministerpräsidentenkonferenzen schon sehr viel vorangebracht, sehr viel Pragmatisches vorangebracht, jenseits der Parteigrenzen. Und in der Ministerpräsidentenkonferenz sitzen Christdemokraten, Sozialdemokraten. Es saß bislang ein Linker dabei, es ist ein Christsozialer dabei und ein Grüner dabei. Und das zeigt, wenn man eine gemeinsame Idee hat, was man bewirken will, pragmatisch, dann kann man auch wirklich zu Ergebnissen kommen.
Herr Rhein, schauen wir auch noch mal aufs Geld. Ihr Kollege aus Schleswig-Holstein, Daniel Günther, hat sich klar dafür ausgesprochen, die Schuldenbremse zu lockern. Und das sogar mit Stimmen der Linken. Ihr Parteichef Merz, der sieht das ja ein bisschen anders. Wo stehen Sie? In der Frage bin ich natürlich sehr klar bei Friedrich Merz. Ich bin ein Anhänger der Schuldenbremse. Sie ist wirklich ein Garant für Stabilität, aber insbesondere auch für die Generationengerechtigkeit. Und man darf eins nicht vergessen, bei den ganzen Gesprächen über die Schuldenbremse, sie gibt ja schon heute Spielräume. Sie ist ja schon heute sehr flexibel und gibt Möglichkeiten, mit ihr zu agieren über beispielsweise die Konjunkturkomponente. So bauen wir beispielsweise auch unseren sehr schwierigen Haushalt für 2025 auf. Und das gilt natürlich auch auf der Bundesebene. Eine ganz andere Frage ist die Frage, wie machen wir die Bundeswehr wehrfähig? Wie machen wir beispielsweise oder wie unterstützen wir die Ukraine? Das ist eine Frage, die man davon meines Erachtens unterscheiden muss. Das Wichtigste, will ich aber auch sehr deutlich sagen, ist, wir müssen sehr darauf aufpassen, dass bei all den Dingen, die wir jetzt auf Bundesebene diskutieren, die Landeshaushalte und die Möglichkeiten der Landeshaushalte berücksichtigt werden. Sie sind eher auf der Seite von Friedrich Merz. Heißt ganz konkret, Sie schließen eine Zusammenarbeit mit den Linken aus. Also ich glaube, im Augenblick stellt sich lediglich die Frage, wie kriegen wir es hin, eine ordentliche Koalition zwischen CDU und SPD aufzustellen. Alle weiteren Fragen muss man dann wirklich im parlamentarischen Raum miteinander klären. Miteinander klären, wie kriegt man beispielsweise Zweidrittelmehrheiten zustande. Da würde ich jetzt ungern von der Seitenlinie Ratschläge erteilen. Herr Rhein, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen.